Am 29. Mai will der Europapark seine Tore wieder für die Besucher öffnen. Aufgrund der anhaltenden Verbreitung des Coronavirus wird natürlich aber erstmal vieles an einem Parkbesuch anders sein als sonst. Was ihr also beachten solltet, wenn ihr den Europapark bald besuchen wollt, erfahrt ihr in diesem Video. Damit Abstandsregeln eingehalten werden können, muss der Park seine Besucherzahl nun vorerst begrenzen. Deshalb müssen vor dem Besuch Tickets mit Datum gebucht werden, die dann nur an einem bestimmten Tag gelten. Beim Kauf gelten die regulären Ticketpreise für die Sommersaison 2020. Erwachsene kosten also 55 € und Kinder 47 €. Einmal gekauft können die Tickets nicht mehr umgetauscht oder auf einen anderen Tag umgebucht werden. Wer bereits Tickets für die aktuelle Saison besitzt, kann diese ebenfalls ab dem 13. Mai im Onlineshop umwandeln, sodass diese an einem bestimmten Tag gültig sind. Dies gilt auch für die Tickets aus einer vergangenen Saison, hier muss jedoch noch ein Aufpreis bezahlt werden. 2 Tageskarten werden vorerst nicht zum Verkauf oder zur Umwandlung angeboten, sollen aber demnächst folgen. Kinder unter 4 Jahren und Geburtstagskinder bis 12 Jahre haben trotzdem freien Eintritt und müssen dafür auch keine datierten Tickets im Voraus reservieren. Besucher, die Tickets mit einer Übernachtung in einem der 6 Europapark-Hotels gebucht haben, müssen nichts machen und sind bereits an den jeweiligen Daten eingeplant. Die im Onlineshop gekauften Tickets können entweder ausgedruckt oder digital, zum Beispiel auf dem Smartphone, vorgezeigt werden und sollten aus Hygienegründen am Eingang selbst gescannt werden. Weil die Besucherzahl begrenzt ist, können Clubkartenbesitzer nun vorerst nicht mehr, wann immer sie möchten, den Park besuchen. Auch alle anderen Vorteile wie der Parking Pass, der kostenfreie Eintritt in Partnerparks und Clubkartengutscheine sind vorerst ausgesetzt. Dafür bekommen sie aber, sobald die Jahreskarte des Parks wieder uneingeschränkt nutzbar ist, eine Entschädigung, indem die betroffenen Clubkarten um die Anzahl der geschlossenen sowie die Anzahl der eingeschränkt geöffneten Tage verlängert werden. Die Tage im November 2020 und Januar bis März 2021, an denen der Park geschlossen ist, werden dabei ausgeklammert, sodass in jedem Fall die gleiche Anzahl der geöffneten Tage zur Verfügung steht. Zusätzlich erhält jeder, der zum Besuchszeitpunkt eine regulär gültige Karte hat, während der begrenzten Öffnung einmal im Kalendermonat sowie während eines Hotelaufenthalts in einem Europapark-Hotel kostenlosen Eintritt. Das gilt allerdings nur, wenn die Clubkarte auch ohne Corona mindestens bis zum Besuchsdatum gültig gewesen wäre. Wenn eure Karte also zum Beispiel nur bis zum 15. Juni gültig ist, dürft ihr den kostenlosen Eintritt einmal im Kalendermonat oder während eures Hotelaufenthalts auch nur bis zum 15. Juni nutzen, auch wenn eure Clubkarte später zur regulären Öffnung wieder reaktiviert wird. Wem diese Regelung nicht passt, der kann sich alternativ auch den ungenutzten Restwert seiner Clubkarte ausbezahlen lassen. Dieser lässt sich berechnen, indem man die Anzahl der Resttage ab einschließlich dem 17. März mit dem Kaufpreis geteilt durch 365 Tage multipliziert. Der Park darf von Personen, die innerhalb der letzten 2 Wochen mit einem Covid-19-Infizierten in Kontakt waren, Symptome einer Atemwegserkrankung oder Fieber haben, nicht betreten werden. Darüber hinaus wird jedem, der einer Risikogruppe angehört, vorsorglich von einem Besuch abgeraten. Im Park muss grundsätzlich ein Abstand von mindestens 1,50 Meter zu anderen Personen eingehalten werden. Um dies in den Wartebereichen zu ermöglichen, werden dort auf dem Boden Abschnitte markiert sein, in denen sich maximal 3 Personen, die zum selben Haushalt gehören, gleichzeitig aufhalten dürfen. In allen überdachten Bereichen, Warteschlangen und Attraktionen müssen Mund und Nase bedeckt werden. Hierbei gelten die Regelungen des Landes Baden-Württemberg. Mund-Nasen-Masken werden im Park auch in den Shops verkauft. Die Mitarbeiter desinfizieren regelmäßig Oberflächen wie zum Beispiel Türklinken oder Sicherheitsbügel. Ebenfalls sind Künstler auf den Parkwegen mit Desinfektionsmittelspendern unterwegs, um die Besucher zur Desinfektion zu motivieren. Im gesamten Park gilt die Nies- und Hustenetikette, regelmäßiges Händewaschen wird empfohlen.
Fühlt man sich unwohl, soll man sofort einen Mitarbeiter ansprechen. Aufgrund der geltenden Einschränkungen in Baden-Württemberg dürfen die Shows sowie Vorstellungen im Magic Cinema nicht stattfinden. Lediglich ein kleines Ersatzprogramm auf den Außenbühnen soll es geben. Ansonsten sind aktuell keine weiteren Einschränkungen bei der Öffnung der Attraktionen bekannt. Ziel des Parks ist es, so viele Attraktionen wie möglich und vor allem die Achterbahnen zu öffnen. Vereinzelt kann es trotzdem zu Schließungen kommen, die noch angekündigt werden sollen. Baby Switch und die zusätzlichen Single-Rider-Warteschlangen können vorerst nicht angeboten werden. Bei der Platzierung der Besucher in den Attraktionen haben Abstandsregeln vorerst Priorität, sodass keine Platzwünsche berücksichtigt werden können. Auch die Smartphones der Besucher sollen dabei helfen, das Infektionsrisiko zu minimieren. Um viele Personen gleichzeitig in den Wartebereichen der Attraktion zu vermeiden, kann man sich zum Beispiel virtuell an Warteschlangen anstellen. Zusätzlich arbeitet der Europapark derzeit an einer App namens Distance Radar, die im Juni erscheinen soll. Damit sollen Besucher, die dieses Angebot freiwillig nutzen können, spielerisch zum Abstandhalten motiviert werden. Dafür wird die Bluetooth-Technologie genutzt, über die die Abstände zu anderen Smartphones von Besuchern außerhalb des eigenen Haushalts gemessen werden. Wenn zu wenig Abstand gehalten wird, kann darauf über Mitteilungen hingewiesen werden. Werden die Abstandsregeln hingegen eingehalten, gibt es für den Nutzer die Chance, eine Attraktion ohne Wartezeit fahren zu dürfen. Als zusätzliche Funktionalität könnte noch integriert werden, dass man sich nach dem Besuch informieren lassen kann, wenn man mit einer Person in Kontakt war, die mit dem Coronavirus infiziert ist. Auch die Nutzung dieser Funktion, mit der Infektionsketten zurückverfolgt werden sollen, wird freiwillig sein. Jetzt habt ihr hoffentlich einen groben Überblick darüber, was bei einem Parkbesuch zu beachten ist. Der Europapark wird diese Infos fortlaufend aktualisieren, behaltet bei Interesse also auf jeden Fall die umfangreiche Informationsseite auf europapark.de im Blick. Jetzt wünsche ich euch viel Erfolg beim Ergattern der Tickets und viel Spaß in 2,5 Wochen im Europapark. Ciao!